Leider gab es jetzt schon wieder eine lange Videopause, aber in den letzten Wochen war einfach so viel los und es war generell so ein bisschen stressig und ich finde, dass da dann das Videomachen immer bei mir so ein bisschen hinten ansteht, weil ich finde, da brauche ich irgendwie am meisten Energie, um irgendwie erstmal das Setup zu machen und mich dann hinzusetzen und irgendwie brauche ich da auch so eine bestimmte Stimmung und kann nicht einfach so auf Knopfdruck ja, so Videos machen. Aber zumindest kam auf dem Blog sehr, sehr viel Content. Also wenn ihr sonst nur die Videos schaut, dann guckt unbedingt auch mal auf dem Blog vorbei. Unter anderem gibt es auch momentan 2 laufende Gewinnspiele für euch, wo ihr einmal eine Uhr gewinnen könnt, also eine Hybrid Smartwatch und auch Wandbilder von Unique. Also beides sehr, sehr coole Gewinne. Also guckt da mal in der Infobox vorbei. Ich verlinke das Ganze dann mal. Und ja, generell wäre es auch cool, wenn ihr auch mal ab und zu auf dem Blog vorbeischaut. So, aber kommen wir zurück zum Videos machen. Ich mache heute ein Favoritenvideo, weil das letzte Video ist ja auch schon wieder, ich glaube im September, also ein September-Favoritenvideo war das letzte Mal. Und ja, da haben sich wieder ein paar neue Favoriten angesammelt und die würde ich heute jetzt mal mit euch besprechen. Wie immer fange ich mit Beauty an und da ist mein erster Favorit eins, was noch gar nicht mal so lange in meinem Besitz ist. Ich habe es nämlich erst im letzten Monat in LA gekauft. Und zwar ist es von Living Proof das Full Dry Volume Blast. Instant Lasting Volume and Texture. Und hier der Blast, den Namen hat mich auch am meisten angezogen in dem Moment, weil das klang so richtig nach einer vollen Ladung Volumen. Und ich habe es jetzt mittlerweile sehr, sehr oft benutzt, also fast jeden Tag oder beziehungsweise wenn ich dann halt irgendwie vorzeigbar das Haus verlassen wollte, habe ich dieses Produkt benutzt und es ist wirklich sehr, sehr gut. Also ich benutze sonst sehr gerne Trockenshampoos, um Volumen in die Haare zu bringen oder auch um den Pony so ein bisschen ja, weniger fettig zu machen. Aber das ist ein wirklich gutes Produkt, um wirklich Textur und langanhaltendes Volumen reinzukriegen. Also bei Trockenshampoo ist das Volumen irgendwie für einen Moment da oder für ein paar Stunden und dann ist es aber irgendwie wie weggepustet. Und das hier bleibt aber sehr, sehr gut in den Haaren. Man kann auch über den Tag hinweg das nochmal so plustern irgendwie und dann merkt man, man hat irgendwie mehr Fülle und Griffigkeit in den Haaren. Und ohne dass es aber so dreckig sich anfühlt, weil ich kenne noch andere Texturizing Sprays, die, wenn man es vor allem zu viel drauf gesprüht hat, sich dann irgendwie nicht so schön und irgendwie eklig anfühlen in den Haaren. Und das ist bei dem nicht der Fall. Und ich bin jetzt ein bisschen traurig, dass ich nur diese kleine Travel-Größe mitgenommen habe. 95 ml sind da drin. Es gibt, glaube ich, auch noch, also es gibt auch eine größere Variante. Kostet dann, wie viel hat denn das hier ungefähr gekostet? Ich glaube, das hat hier $12 gekostet und das andere vielleicht 25 ungefähr. Ich weiß nicht ganz genau, muss ich nochmal nachschauen. Dadurch, dass ich das eigentlich eh nur zu Hause verwende und nicht unterwegs, wäre eigentlich schon die größere Flasche schlauer gewesen. Und dadurch, dass es echt ein super gutes Produkt ist, muss ich echt mal gucken, wie ich an mehr davon rankomme. So, und weil ich das rausgefunden habe, werde ich das auf jeden Fall in meine Infobox verlinken, weil ich dieses Produkt echt sehr, sehr empfehlen kann. So, genug dazu. Mein nächster Favorit ist ein Augenbrauengel und zwar hier von Bare Minerals. Das ist so ein Augenbrauengel oder Pomade, wie man das nennt. Und ich habe eigentlich eine Zeit lang Augenbrauenstifte benutzt, aber irgendwie, weiß nicht, finde ich den Auftrag nicht sehr angenehm, weil ich mir manchmal, wenn der Stift jetzt nicht super gut angespitzt ist, irgendwie auch so Härchen ja fast schon auszupfe beim Auftragen und da ist so ein Augenbrauengel ein bisschen angenehmer und ich finde auch, dass die Haltbarkeit generell bei Augenbrauengels besser ist und hier eben besonders gut. Also ich habe das auch mal so auf dem Handrücken getestet, das mal so aufgetragen und dann nach einer Stunde mal so geguckt, wie gut es abzureiben ist und das war echt so bombenfest und das merkt man dann auch auf den Augenbrauen, also man hat halt am Ende des Tages immer noch Augenbrauen angemalt, auch wenn man meine jetzt nicht so doll sieht, aber ich meine unterwegs dann weht der Pony ja doch mal weg. Und hier finde ich auch die Farbe sehr, sehr gut. Es ist Universal Taupe, was ich sehr gut finde, auch gerade bei dunklen Haaren jetzt, finde ich gut, wenn man einen weitaus helleren Augenbrauen weitaus helleres Augenbrauenprodukt benutzt, weil sonst die Augenbrauen einfach so super stark wirken. Und das ist halt eher so ein helles, ja, so ein Taupe. Und das ist halt perfekt für meinen Ton, finde ich. Und das erinnert mich auch sehr stark an ein Augenbrauenprodukt, was meine Schwester sonst immer benutzt, von Armani, das Eye and Brow Maestro. Und das hat nämlich auch so eine hellere Farbe und auch so eine Konsistenz. Und das ist auch sehr, sehr geil. Also immer wenn ich kann, versuche ich es zu benutzen von ihr. Aber ja, jetzt habe ich eben mein eigenes Augenbrauengel. So, und das finde ich auch sehr, sehr gut.
Mein nächster Favorit ist dieses wunderschöne Produkt. Das ist von Kea Weiß und ihr wisst, ich liebe Kea Weiß, ich liebe die Verpackung und auch die Produkte an sich sind sehr schön und das ist eine Naturkosmetikmarke aus Dänemark und das ist eben die Foundation von denen. So sieht sie aus und ich habe die Foundation eigentlich schon relativ lange im Besitz, aber ich hatte nie so wirklich den Bedarf, die zu benutzen, weil ich sonst immer eine andere Art von Foundation gebraucht habe. Und aber wie ich auf dem Blog mal erwähnt habe, habe ich momentan so Hautprobleme, mit denen ich so ein bisschen zu kämpfen habe und da jetzt irgendwie ein bisschen eine andere Hautpflegeroutine benutze, die dann aber meine Haut sehr stark austrocknet. Und das ist dann schwierig bei Foundations, weil manche Foundation dann eben die trockenen Stellen eben noch mehr betonen. Und zwar habe ich normalerweise eine Foundation von NARS benutzt, diese hier. Die ist eigentlich sehr cool, weil die eine höhere Deckkraft hat. Aber nach ein paar Stunden sieht man die trockenen Hautstellen, besonders bei mir halt am Kinn, so stark, dass es halt echt gar nicht mehr schön aussieht. Und deswegen musste ich da einfach eine andere Foundation nehmen. Und habe dann die hier in meinem Beauty-Schrank gefunden und die ist dann genau das Richtige für mich gewesen. Und ich habe sie jetzt gar nicht mal so häufig benutzt, aber bei Foundation weiß man ja eigentlich schon sehr, sehr schnell, ob es jetzt der Knüller ist oder nicht. Und das ist eben bei der hier der Fall gewesen. Die ist nämlich sehr fest und cremig und hat auch eine höhere Deckkraft und das war jetzt eigentlich vorher nicht so mein Schema in Foundation. Ich mochte ja sehr leichte, flüssige Foundation. Und ich finde, dass diese Foundation bei meiner aktuellen Haut einfach echt am besten und am gesündesten aussieht. Also dadurch, dass sie eher so ein bisschen, ja, so reichhaltiger ist, finde ich, bleibt meine Haut über den Tag hinweg auch gut, ja, nicht durchfeuchtet, aber sie sieht auf jeden Fall nicht trocken aus. Die setzt sich nicht irgendwie in den trockenen Hautschüppchen ab, sondern es wirkt irgendwie so ein bisschen wie frisch eingecremt, mehr oder weniger. Also bin ich echt sehr, sehr happy damit und ich finde auch nicht, dass sie dann schnell ölig aussieht. Also es sieht einfach allgemein schön gesund aus. Und die Deckkraft ist ja auch ganz gut. Also die ist so mittel bis stark, je nachdem, wie viel man schichtet. Und das ist bei mir momentan auch ein bisschen mehr gefragt, also höhere Deckkraft, gerade wegen den Unreinheiten und auch wenn ich dann so dunkle Pickelnarben noch habe und so weiter. Und die deckt diese Foundation eigentlich auch sehr gut ab. Die Konsistenz ist sehr, sehr fest. Also schon sehr anders als ich sonst immer verwendet habe und deswegen muss man sich daran auch ein bisschen gewöhnen. Ich verwende die am liebsten mit den Fingern, weil ich finde, dass es dann am sparsamsten ist. Also man könnte auch mit einem Beauty Blender die Foundation gut auftragen, aber ich finde, dann geht irgendwie sehr viel Produkt verloren. Aber dann wäre die auf jeden Fall so ein bisschen leichter, würde ich sagen. Aber ja, mit den Fingern finde ich es momentan am besten. Und am besten, wenn ich die Tageswege davor sehr frisch aufgetragen habe, dann finde ich, kann man sie auch sehr, sehr gut verteilen. So, gibt es noch irgendwas zu sagen? Also ich habe schon relativ viel geredet, glaube ich, aber ich bin auf jeden Fall überzeugt von dieser Foundation. Ist nicht ganz preiswert, das ist wirklich eine Luxus-Naturkosmetik-Marke, aber ich finde, die Produkte haben mich bisher immer sehr gut überzeugt, sehr überzeugen können. Und das Coole hier ist auch, wenn man die Foundation aufgebraucht hat, dann kauft man nicht das ganze Produkt nach, sondern nur noch das Produkt selbst. Also es gibt dann so Refills und die sind dann so ein bisschen günstiger und das ist auch besser für die Umwelt. So viel zu meiner aktuellen Lieblingsfoundation. Ach, sieht auch so schön aus. 2 Beauty-Favoriten habe ich noch. Eins davon ist von MAS, die Treatment Overnight Repair Mask. Und MAS ist eine Marke, die gibt es noch relativ frisch in Deutschland, also noch gar nicht so lange. Und da habe ich aber auch schon ein paar Produkte benutzt und finde ich auch echt gut. Ich mag auch die ganze Aufmachung. Irgendwie finde ich das so süß mit diesen Sprüchen hier auf jedem Produkt. Also hier steht zum Beispiel Wake up even more beautiful. Und auch hinten bei der Beschreibung von dem Produkt und was es machen soll, ist auch irgendwie süß geschrieben. Also hier am Ende zum Beispiel Other things that will reduce daily stress, deep breath and good sleep and a lot of love. Also ist irgendwie ganz süß gemacht und MAS durften wir auch auf einem Event kennenlernen und ist auch eine sehr inspirierende und coole Frau, die hat so eine richtig positive Ausstrahlung und das bereitet mir dann irgendwie noch ein bisschen mehr Freude, die Produkte zu nutzen. Also es ist nicht sponsored und in letzter Zeit benutze ich eben sehr, sehr gerne diese Overnight Repair Maske. Wie ich nämlich vorhin erwähnt habe, benutze ich momentan so Beauty-Produkte, die meine Haut reinhalten, aber sie auch gleichzeitig sehr stark austrocknen und deswegen muss ich da so ein bisschen gegenwirken und das ist eins der Produkte, die dabei sehr, sehr gut helfen und dabei auch so sehr schön, machen einfach Spaß zu benutzen, weil dieses Produkt riecht einfach so super
gut. Also ist vielleicht auch Geschmackssache, ne? Aber so jetzt gerade bestimmt ein komischer Cut, aber mir ist gerade eben aufgefallen, dass ich eine halbe Stunde lang fast bis zum Ende des Videos erzählt und gelabert habe und die Kamera gar nicht aufgenommen habe. Also manchmal stoppt die Kamera halt die Aufnahme und meistens sehe ich das und manchmal eben nicht, wie jetzt merke ich es erst nach einer halben Stunde. Also muss ich jetzt so ein bisschen nochmal neu filmen und nochmal neu erzählen. Also ich hoffe, dass ich das irgendwie wieder halbwegs gut hinbekomme. So, und der letzte Teil, der von der Kamera aufgenommen wurde, handelte noch von diesem Produkt hier. Also versuche ich da noch so ein bisschen anzuknüpfen. Und zwar benutze ich die Overnight Repair Maske sehr, sehr gerne momentan, weil die noch so ein bisschen mehr Feuchtigkeit gibt als jetzt im Vergleich zu der Nachtcreme. Und ich finde die von der Anwendung auch sehr, sehr angenehm, weil ich den Geruch sehr, sehr cool finde. Also sie riecht so ein bisschen nach Bübchen. Also ich habe zwar schon lange keine Bübchenprodukte mehr verwendet, aber ich meine, dass die ungefähr so riechen wie diese Maske. Also so sehr reinlich, ja so ein bisschen nach Babycreme einfach, so sehr cremig. Und von der Konsistenz her ist sie auch sehr angenehm. Also ist jetzt so eine gar nicht so eine fette Creme. Ähm, also gar nicht so dickflüssig oder so. Also sie lässt sich sehr, sehr gut verteilen. Und wenn man jetzt gar nicht mal allzu viel benutzt, dann zieht sie auch sehr gut in der Haut ein. Und ich mache das, ich gebe so ein bisschen was auf meine Finger am Abend und massiere das dann so richtig schön in meine Haut ein. Und dann bleibt nochmal so ein bisschen so ein glänzender Film auf der Haut übrig, aber eben keine dicke Schicht. Also wenn ich jetzt normalerweise an Overnight-Masken denke, dann denke ich an so eine Schicht, die man irgendwie drauf lässt und einwirken lässt. Das ist halt hier nicht der Fall, sondern sie zieht ein und dann bleibt noch so ein bisschen ja, so ein Film übrig, wo man dann wirklich das Gefühl hat, dass es nochmal über Nacht so ein bisschen weiter wirkt und nicht irgendwie sofort weg ist wie eine normale Creme. Und ja, morgens ist dann das Gefühl auf der Haut sehr, sehr schön und bei mir sind die trockenen Stellen viel, viel weniger und viel, viel weniger sichtbar. Und ja, einfach ein sehr schönes Produkt, finde ich sehr, sehr schön und macht mir sehr Spaß momentan zu benutzen. So, mein letzter Beauty-Favorit ist von Glossier, der Body Hero Daily Oil Wash, also ein Duschöl. Und ja, das habe ich, glaube ich, schon öfter erwähnt, dass ich Duschöl momentan viel, viel lieber benutze als ja, normale Duschgele oder generell auch Körperöle gegenüber Bodylotions. So. Und Duschöl ist besonders schön, weil es einen super göttlichen Geruch hat. Also es riecht so ein bisschen nach Geranie und Orangenblüte, wenn ich mich nicht irre. Also ich muss nochmal dran riechen. Also irgendwie muss man an jedem Produkt erstmal dran riechen, bevor man in dem Video wirklich drüber spricht. Also ja, also es riecht sehr blumig, aber nicht zu blumig und auch nicht dieses Standardblumig, sondern so eine sehr stilvolle Blumigkeit und auch so ein bisschen frisch und einfach sehr, sehr schön. Und bei diesem Duschgel ist auch schön, dass es so ein bisschen leicht schäumt. Also es schäumt nicht so ultra krass, aber ja, es schäumt so ein bisschen auf, sodass man das Gefühl hat, man kann es so ein bisschen besser verteilen und dass es nochmal so ein bisschen reinigender wirkt, ist aber dann viel, viel schonender für die Haut, weil es halt eben nicht diese austrocknenden, schäumenden Dinge drin hat, die normale Duschgele eben haben. Und ja, das ist auf jeden Fall ein eindeutiger Favorit von mir. Leider ist Glossy eben nicht so einfach zu bekommen. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen besser, weil Glossy jetzt auch in den UK erhältlich ist. Da kann man eventuell dann über Kontakte an die Produkte kommen oder auch über Borderlinks. Also das ist so eine Webseite, wo man irgendwie über die in ausländische Online-Shops, die sonst nicht nach Deutschland jetzt zum Beispiel liefern, bestellen kann. Habe ich selber persönlich noch nicht probiert, aber es wurde mir auf jeden Fall schon öfter empfohlen. Und ja, vielleicht ist das dann halt eben eine Lösung dafür. So, das waren meine Beauty-Favoriten. Weiter geht's wie immer mit dem Thema Mode. Und da ist mein Fashion-Favorit zum einen diese Ohrringe hier. Die sind euch bestimmt schon die ganze Zeit im Video aufgefallen, weil die echt ja, unübersehbar sind. Und ich stehe momentan einfach sehr, sehr doll auf so Strassschmuck, besonders aber Strassohrringe. Und diese hier trage ich momentan sehr, sehr häufig. Und ja, weil die einfach, die haben dieses, was Strass halt an sich hat, dieses Auffällige, aber sind doch so relativ schlicht. Also jetzt nicht ganz so krass in your face. Also da gibt es noch ein paar andere, krassere Beispiele. Ja, eigentlich habe ich mit den Ohrringen meiner Schwester nachgemacht, weil sie hatte die vor mir und hat sie auch in einem Outfit-Post getragen. Und ja, da musste ich mir sie unbedingt nachkaufen, weil ich sie so cool finde. Ja,
am liebsten trage ich die Ohrringe zu so kuscheligen Pullovern, weil ich finde, dann ist der Kontrast irgendwie am coolsten, wenn man so einen kuscheligen, schlabbrigen Pullover anhat und dann diese funkelnden Ohrringe, dann ist auch nicht zu schnell too much irgendwie. Mein nächster Fashion-Favorit sind diese Stiefel hier. Das sind so Sockboots von Mango, also Sockboots, weil die eben ja, so sockenähnlich aus so einem elastischen, weichen Material sind. Und die trage ich momentan echt nonstop, weil sie super, super cool sind. Und meine Mama hatte eigentlich auch mal so ganz ähnliche Schuhe, also auch so aus so einem sockenähnlichen elastischen Material. Zwar jetzt nicht ganz so spitz vorne, sondern irgendwie ein bisschen abgerundeter oder gerade irgendwie vorne. Ja, aber die waren schon mal irgendwann modern. Und jetzt sind sie einfach wieder da. Und ich glaube, dass man hat sie das erste Mal bei Balenciaga so wirklich gesehen. Es sind dann halt so Knock-offs irgendwie von denen. Die sind aber wohl viel, viel bequemer als die von Balenciaga, habe ich mir sagen lassen. Also die Knife Boots von Balenciaga sollen relativ unbequem sein. Und die sind hier dagegen sehr, sehr bequem. Also auch wenn man es nicht glauben mag, bei diesem Absatz ist jetzt auch gar nicht mal so flach. Also es sind schon ein paar Zentimeter und dann auch Stiletto-Absatz. Aber wirklich, in denen kann ich den ganzen Tag durch die Stadt laufen. Also ich habe sie auch angehabt, wo ich mal in Hamburg irgendwie unterwegs sein musste. Ich habe sie im September auch zu Röcken angehabt. Dazu sehen die cool aus, weil die einfach wirklich sich ans Bein so anschmiegen. Aber auch zu Mom Jeans, die ich hier sowieso immer fast die ganze Zeit trage, sehen sie cool aus. Also meine Mom Jeans gehen ungefähr so bis hier und ja, ich finde, es sieht dann cool aus, wenn die Hose so ein bisschen absteht und dann so ein enger Stiefel kommt. Finde ich, sieht besser aus als jetzt ein Stiefel, wo der Schaft so ein bisschen absteht. Das sieht dann irgendwie zusammen nicht so cool aus. Absoluter Fashion-Favorit und wenn euch dieser Stil zusagt, dann kann ich euch diese Schuhe sehr, sehr ans Herz legen. Die gibt es für 40 € bei Mango und ich meine, dass sie auch immer noch erhältlich sind, auch in verschiedenen Farben. Ich finde die bunten Farben eigentlich auch mega, mega cool. So, das waren meine Beauty- und Fashion-Favoriten. Als nächstes habe ich noch was aus dem Bereich Food. Ich weiß nicht, ob ich beim letzten Mal auch schon Food-Favoriten hatte. Jedenfalls sind meine nächsten Favoriten Mandeln. Also hier so Mandeln mit Schale, aber auch die sind auch mega geil. Ja, Mandeln fein geröstet nach spanischer Art. Gibt es beides bei Lidl, aber ich glaube, Mandeln gibt es eigentlich überall. Nur bei denen weiß ich nicht, ob es die überall gibt. Also wie gesagt, bei Lidl. Und viele von euch werden sich jetzt vielleicht denken, so, hä, Mandeln, so voll lame, voll langweilig, was ist das für ein Favorit? Aber ich bin einfach vor kurzem erst so wirklich auf den Geschmack gekommen und das glaube ich auch so ein bisschen wegen dem Freund von meiner Schwester, weil der immer so viele Nüsse bei sich zu Hause, also die beiden haben immer so viele Nüsse bei sich zu Hause und wenn ich dann bei denen bin, dann habe ich jetzt auch ab und zu mal so ein bisschen da mir was stibitzt und habe mir jetzt auch angefangen, mir Mandeln zu kaufen, weil es echt einfach ein guter Snack ist, so für zwischendurch oder für lange Zugfahrten so, habe ich jetzt auch mitgehabt oder halt abends und ich finde, das ist einfach eine bessere Alternative, also eine gute Alternative und es ist einfach eine gute Alternative gegenüber Chips, die halt einfach generell nicht gut sind und bei mir auch zu Hautunreinheiten führen. Und ja, mit diesen hier als Snack fühle ich mich überhaupt nicht schlecht und besonders die schmecken einfach super, super lecker. Ab und zu merke ich zwar, dass ich eigentlich irgendwie so ein bisschen allergisch bin, weil ich dann so ein juckendes Gefühl im Hals kriege, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Das kann ich auch noch ignorieren und weiter Mandeln essen. Und eventuell werde ich dann irgendwann auch ein bisschen, wie sagt man, also resistenter oder ja, weniger allergisch gegenüber. So, mein letzter Favorit ist ein PlayStation-Spiel und eigentlich müsste ich die PlayStation generell als Favoriten nennen. Wir haben uns nämlich vor kurzem erst die PlayStation 4 geholt, endlich mal. Wir haben ja lange, lange überlegt und jetzt haben wir zum Black Friday Sale einen richtig geilen Deal gemacht und haben die PlayStation Pro für 280 statt 400 € bekommen. Mega gut. Und ja, momentan im Winter ist sowieso die Zeit, wo man eher, also wir zumindest, lieber zu Hause gemütlich auf der Couch sitzen und dann einfach eine Runde Playstation spielen. Oder halt auch mit Freunden zusammen auch sehr, sehr gerne. Und das Spiel, was ich gerne als Favoriten nennen würde, ist Uncharted The Lost Legacy. Und ich weiß gar nicht, wie alt das jetzt ist. Also, aber Uncharted 4 ist ja jetzt schon ein bisschen älter und das ist eben so ein kleiner Teil, der danach kommt. Also es ist kein richtiger, vollwertiger Teil, weil es, glaube ich, auch nicht so teuer und auch nicht so lange geht wie Uncharted 4 jetzt. Aber es war super, super cool. Also wir haben es jetzt mittlerweile durchgespielt und es hat super, super Spaß gemacht. Zum einen, die Grafik ist mega geil bei Uncharted und hier auch ebenso. Also so die Charaktere in den Zwischensequenzen, die Emotionen kommen voll gut rüber und es ist wirklich sehr geil gemacht und auch im Spiel die Landschaften und so mega geil.
und vom Gameplay auch super, hat super viel Spaß gemacht. Und hier mochte ich besonders, dass die zwei Hauptcharaktere eben zwei Frauen sind. Jetzt so im Gegensatz zu den normalen Uncharted 4 Teil, wo es zwei Typen sind, die auch cool sind. Aber ja, fand ich hier besonders cool. Ich mochte einfach auch die beiden so ja, zusammen. Hat sehr viel Spaß gemacht und ja, also wenn ihr sowieso überlegt, dieses Spiel zu kaufen, dann nur zu. Ich kann es wirklich empfehlen, es hat viel Spaß gemacht. Und das Spiel spielt in Indien. Also die Story hier war auch sehr, sehr cool. Und ja, mein Favorit. Ein anderes PlayStation-Spiel, was sehr, sehr cool ist, aber ich glaube, das kennen die meisten auch eh schon, ist Firewatch. Auch ein mega, mega geiles Spiel. Also es war jetzt auch vom Spielen her nochmal so ganz anders ist als sonst. Also man ja, ist gar nicht mal so krass in Action, aber irgendwie die Story ist so cool gemacht und obwohl man so überwiegend so in Dialogen eigentlich ist es super spannend und auch aufreibend teilweise und dann überrascht einen das Ende dann doch irgendwie. Also die Story ist mega geil. Also das kann ich auch empfehlen, wenn ihr es nicht schon kennt. So, und damit sind wir auch schon durch mit meinen Favoriten, endlich. Also ich habe sie ja eigentlich mehr oder weniger zweimal jetzt durchgesprochen. Aber ich hoffe, es war interessant für euch und ich hoffe, ich konnte jetzt irgendwie wieder den Faden finden und habe so den Inhalt reingekriegt, den ich rüberbringen wollte. Schreibt ihr mir mal, was ihr als nächstes für Videos auf YouTube sehen möchtet. Also eigentlich habe ich überlegt, ich würde auf jeden Fall gerne noch einen Haul machen, weil ich in LA relativ viele Klamotten gekauft habe. Und ja, sagt ihr mal, ob das etwas ist, was euch interessiert. Ansonsten würde ich auf jeden Fall noch gerne ein Gewinnspiel auf YouTube machen, weil wie gesagt, 2 Gewinnspiele laufen gerade auf dem Blog, aber hier auf YouTube wäre das auf jeden Fall auch mal cool, was zu verlosen. Also seid da gespannt. Ja, ansonsten ist eigentlich noch das Travel-Video aus Korea irgendwie in Arbeit, aber das dauert einfach unglaublich lange, das zu machen. Deswegen wird es, glaube ich, eh was erst fürs nächste Jahr. Ja, aber ansonsten, wenn ihr irgendeine andere Idee habt, dann schreibt mir das gerne in den Kommentaren. Das lese ich immer sehr gerne durch. Und ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!